Eizellen einfrieren. Kinder dann, wenn du bereit bist. Selbstbestimmt Kinder kriegen, egal in welchem Alter. Dafür sorgt Social Freezing. Zumindest wird das genau so auf manchen Seiten angepriesen. Und ich möchte einfach alles getan haben, was ich tun konnte, um mir dann den Kinderwunsch noch erfüllen zu können. Dem Stress der biologischen Uhr zu entkommen. Ist das die Lösung? Und wie viel hast du insgesamt schon ausgegeben? 13.869,57 €. In diesem Film erlebe ich mit, was Social Freezing wirklich bedeutet. 40, 42? Boah. Und jetzt kommt noch eine. Das war's schon. Uiuiui. Und ich lasse mich selbst untersuchen, ob ich fruchtbar bin oder nicht. Ich spreche auch mit Medizinethikern, die finden, dass über Social Freezing nicht richtig aufgeklärt wird. Es sollte nicht die Aufgabe der Medizin sein, soziale, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein gesellschaftliches Problem. Ich will herausfinden, ob Social Freezing wirklich die selbstbestimmte Lösung für den Kinderwunsch ist oder ob hier auch ein Geschäft mit der Hoffnung gemacht wird. Ich bin tatsächlich gerade ganz schön nervös, einfach weil ich gleich mal meine eigene Fruchtbarkeit unter die Lupe nehmen lasse und halt auch checke, wie wahrscheinlich es auf dem Papier ist, dass ich Kinder bekommen kann oder eben nicht. Und das ist so ein Thema, mit dem habe ich mich bis vor kurzem echt noch nie konkret beschäftigt, einfach weil ich denke, ach, ich bin erst 26, ich habe noch Ewigkeiten Zeit, für mich liegt das alles noch in so weiter Ferne. Ich habe einen Termin in einer Kinderwunschklinik, die im Netz damit wirbt, durch Social Freezing die biologische Uhr zumindest ein bisschen langsamer laufen zu lassen. Guten Tag. Ich treffe Dr. Hahn. Er ist Reproduktionsmediziner. Die Fertilität lässt mit 30 schon spürbar nach, mit 35 deutlich und mit 40 ganz dramatisch. Ja. Deshalb kann man sagen, je früher man dieses Thema strukturiert angeht, umso besser ist es. Social Freezing steht bei ihm an der Tagesordnung. Allerdings sind diejenigen, die deswegen zu ihm kommen, oft ziemlich spät dran. Nach 35 wird es aus unserer Sicht bedenklich und interessanterweise kommen mehr als die Hälfte unserer Patienten zu spät. Also sie gehören zu den Ausnahmepatienten, die rechtzeitig oder frühzeitig kommen, während die allermeisten Patienten jenseits 35 kommen. Das sind 60% im Moment, wenn wir unsere Zahlen mal zugrunde legen. Statistisch gesehen liege ich mit 26 Jahren also ganz gut in der Zeit. Muss aber nichts bedeuten, weil jede Person unterschiedlich fruchtbar ist. Jetzt wird aber erstmal geschaut, wie es um meine Fruchtbarkeit steht. Denn wie fruchtbar ich jetzt bin, bestimmt, wie aufwendig und wie teuer meine Social Freezing-Behandlung werden würde. Ich bin auch schon ein bisschen nervös. Es wird jetzt untersucht, ob mit meiner Gebärmutter alles in Ordnung ist. Und sieht gut aus, oder? Die Gebärmutter ist gesund. Ach, puh. Ja. Jetzt gucke ich mir Ihren rechten Eierstock an. Der ist hier. Jetzt werden meine Eibläschen unter die Lupe genommen. Je mehr, desto besser. Dann zählen wir mal zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich aktuell gerade. Auf der Seite. Okay. Allerdings sagt die Anzahl erstmal nur etwas über die Quantität und weniger über die Qualität aus, sagt Dr. Hahn. Und immer wenn es mehr als 5 sind, ist das perfekt. Sie haben 100 Punkte. 100 von 100 Punkten. Klasse, perfekt. Können sich wieder anziehen. Diese Untersuchung hier allein sagt allerdings noch nicht viel über meine Fruchtbarkeit aus. Deshalb soll jetzt als nächstes mein AMH-Wert gecheckt werden, also das Anti-Müller-Hormon wird unter die Lupe genommen. Dann einmal noch eine feste Faust machen. Genau. Je mehr ich von diesem Hormon in meinem Blut habe, desto höher ist das Potenzial, fruchtbar zu sein. Gleichzeitig kann auch abgeschätzt werden, wie gut ich für eine künstliche Befruchtung geeignet bin, was dann für Social Freezing wichtig wäre. Denn je mehr reife Eizellen sich bei mir theoretisch entwickeln können, desto seltener müsste ich den Vorgang wahrscheinlich wiederholen. Meinen AMH-Wert erfahre ich erst in den nächsten Tagen. In der Zwischenzeit besuche ich Eva. So, guck mal, richtig viel dabei. Holla, die Oh, ich Waldfee. habe Koriander vergessen. Sie ist mit 39 Jahren eine der Frauen, die laut Statistik und laut Ärzte und Ärztinnen eigentlich nicht mehr im optimalen Alter für Social Freezing liegen. Letztes Jahr war ich zu einer Kontrolluntersuchung beim Frauenarzt und sie sagte dann, haben Sie eigentlich einen Kinderwunsch? Und dann sage ich so, ja. Und dann sagt sie zu mir, dann wird es aber Zeit. So die nächsten 1, 2 Jahre, dann sollte das schon da sein. Und ich guckte nur so, okay. Bupp. So, und dann ist mir das erstmal so bewusst geworden, Mädel, du wirst jetzt 38. Ja.
Eva weiß schon lange, dass sie Kinder haben möchte, aber die Situation hat in den letzten Jahren einfach nie gepasst. Sie hatte zwar einige gute Beziehungen, aber es waren laut Eva entweder Partner, die keine Kinder haben wollten oder deren Lebensentwurf nicht kompatibel mit einem Familienleben waren. Alleinerziehend zu sein, das kann sich Eva nicht vorstellen. Und dann habe auch ich das immer so vor mich hergeschoben, so nach dem Motto, du hast ja noch Zeit, man fühlt sich nicht alt und dann rennt die Zeit und du weißt das natürlich im Kopf so, ne? Dass irgendwann die Qualität der Eizellen abnimmt und so weiter, dass es mit Schwangerwerden immer schwieriger wird, aber wenn es nie so ganz konkret da ist, ich habe mich nicht so konkret damit beschäftigt, wie ich es vielleicht hätte tun sollen. Man drängt es auch einfach so ein bisschen weg, ne? Also man denkt da ja auch einfach nicht täglich drüber nach, wenn man nicht muss. So. Genau. In dem Moment, wo es nicht gerade aktuell ist, ist es immer irgendwo im Hinterkopf, aber nie so konkret, dass du dich ernsthaft drum kümmerst. Ja, also weißt du, das Ding in deinem Alter war genau die Zeit, wo ich zum Beispiel auch mit jemandem zusammen war, der keine Kinder wollte. Und dann dachte ich mir auch so, ja, was soll's, also du hast ja noch Zeit. Und dann hast du Zeit und dann hast du das Jahr drauf, hast du auch Zeit und das Jahr drauf hast du auch Zeit und 5 Jahre später hast du auch Zeit. Und irgendwann wirst du älter und hast es gar nicht gemerkt und du denkst so, für mich war es auch klar, ich möchte Kinder nicht einfach nur, damit ich irgendwie ein Kind habe. Ne? Mir sagt auch mal jemand, naja, ein Kind hast du schnell. Ne? Aber nee, ich möchte das auch in eine gut funktionierende Partnerschaft hineinbekommen. Ich möchte ein gutes Familienleben haben. Mittlerweile ist Eva in einer glücklichen Beziehung mit einem Partner, der ebenfalls Kinder möchte. Der einzige Knackpunkt, die beiden führen eine Fernbeziehung und wann genau sich das ändert, das wissen die beiden noch nicht. Eva möchte aber erst ein Kind, wenn beide auch an einem Ort wohnen. Bis es soweit ist, versucht Eva deshalb mit Social Freezing die Zeit zumindest ein bisschen anzuhalten. Eva erzählt mir, dass sie zum allerersten Mal davon gehört hat, als ihre Frauenärztin ihr im letzten Jahr davon erzählt hat. Sie hat sich seitdem bereits 2-mal Eizellen entnehmen lassen und ist gerade mitten in der 3. Runde von Social Freezing. Okay. Achtung, hier ist noch ein Fläschchen. Kommt da noch mehr? Ja. Du hast da knapp 2.000 € in der Hand. Was? Um Gottes Willen. Okay, dann halte ich es besonders gut fest. Okay, so. Das ist jetzt alles für eine Runde? Guck, so sieht jetzt so ein Behandlungsplan aus. Also das ist jetzt der Tag, an dem meine Periode begonnen hat und man startet eben am 2. Zyklustag. Man sieht, dass ich jetzt gerade 3 Medikamente gleichzeitig nehme. Evas Ziel, so viele Eizellen wie möglich reifen zu lassen. Deshalb nimmt sie Hormone in Form von Tabletten und Spritzen zu sich. Und wie viel hast du insgesamt schon ausgegeben? Also du hast ja jetzt, das ist deine 3. Runde. Wie viel hast du jetzt erste, 2. und 3. Runde insgesamt? Also das waren jetzt 13.869,57 €. Also was heißt, habe ich noch nicht. Ne? Da fehlt natürlich noch die Narkose plus der Restbetrag. Ich habe bis jetzt hier eine Anzahlung gemacht, 1.500. Also da kommen noch 700. Also sind fast 14.000 €. Das ist ja eine relativ hohe Summe. Ja. Wie hoch, also du nimmst ja super viel Geld jetzt in die Hand dafür. Wie hoch sind denn deine Chancen? Puh, das ist schwierig zu sagen. Es gibt noch sehr wenige Studien dazu. Es reicht keine Langzeitstudien. Durch diese Tabelle hier soll man ein grobes Gefühl dafür bekommen, wie hoch die Chancen auf ein Baby nach dem Einfrieren der Eizellen sein könnten. Das kann bei jedem Menschen natürlich völlig unterschiedlich sein. Statistisch gesehen sind die Erfolgschancen aber davon abhängig, wie alt du bei der Entnahme bist und wie viele Eizellen du letztendlich eingefroren hast. Je jünger du bist und je mehr Eizellen eingefroren werden können, desto besser, heißt es hier. So statistisch gesehen, ich bin jetzt keine Ärztin, aber so wie du mir das gerade erklärt hast, sind deine Chancen dann ja jetzt nicht so super hoch. Ne? Ja, richtig. Aber warum, also was war dann so trotzdem der Grund zu sagen, jo, ich nehme trotzdem 14.000 € in die Hand und mach das? Man kann Glück haben. Und ich möchte einfach alles getan haben, was ich tun konnte, um mir dann den Kinderwunsch noch erfüllen zu können. Wenn es dann nicht klappt, wo ich mir sehr bewusst bin, dass es passieren kann, also es kann sein, selbst wenn ich jetzt 40 Eizellen hätte, wie gesagt, könnte es sein, dass daraus kein Baby zustande kommt. Ich glaube aber, selbst dann könnte ich das anders annehmen, weil ich dann weiß, ich habe zumindest alles versucht. Hätte Eva eher gewusst, dass es Social Freezing gibt, dann hätte sie wahrscheinlich schon früher ihre Eizellen einfrieren lassen und somit ihre Chancen statistisch erhöht, sagt sie. Ihrer Meinung nach wird zu wenig über die weibliche Fruchtbarkeit und über Optionen der selbstbestimmten Kinderplanung aufgeklärt, weil es immer noch irgendwo ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist und von außen oft darüber geurteilt wird. Niemand, der das macht, keine Frau und kein Paar, macht das einfach aus leichten Stücken. Ich meine, es ist eine Riesenbelastung für den Körper, es ist super teuer finanziell
Und es ist nicht mal eine Schwangerschaftsversicherung. Das heißt, du machst es nicht ohne guten Grund. Und das Ding ist, ich glaube, als Frau kannst du es keinem recht machen. Kriegst du zu früh dein Kind, heißt, ach Gott, wieso kriegst du jetzt schon ein Kind? Geh doch erstmal arbeiten. Sieh doch zu, dass du dir mal was aufbaust. Du wirst ja dein Leben weg, kriegst du zu spät dein Kind, heißt, ach was, Karriere war dir wichtiger. Oder kriegst du gar kein Kind, kriegst du das erst recht gesagt. Also, und wenn es dann mal da ist, weiß auch jeder alles besser, ne, was man wie machen muss. Also es ist einfach ein sehr privates Thema und ich würde sagen, lasst es dort, wo es hingehört, nämlich bei den Leuten. Das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen. Genau. Lass mal reingehen. Ist das wichtig, dass es auch immer zur gleichen Zeit passiert? So ungefähr. Eva spritzt sich jeden Abend zur selben Uhrzeit. Welches nehmen wir dann heute? Das da. Zuerst sind aber die Tabletten dran. So, warte mal. Sorry, die muss ich jetzt ganz unspektakulär einsaugen. Was genau ist das jetzt, was du da genommen hast? Das war jetzt Clomiphen. Und was ist da drin? Teuer. Ja, das ist halt auch so ein Medikament, das einfach dafür sorgt, dass die Stimulation vorangetrieben wird, wie die beiden anderen auch. Eva fängt am zweiten Tag ihrer Periode an, sich zu spritzen. Damit soll ihr Eisprung so lange herausgezögert werden, bis man ihn vor der Entnahme gezielt auslöst. Jetzt muss ich aufziehen bis auf 250 Einheiten. Zack. So, genau. Ich mache es immer so, dass ich sehe, ob ich auch wirklich tatsächlich hier die Null erreicht habe. Von Spritzen bin ich kein großer Fan. Mir täglich selbst welche setzen zu müssen, das ist für mich persönlich keine schöne Vorstellung. Zack, ist schon drin. Guck. Für Menschen, die einen akuten Kinderwunsch und vielleicht sogar Leidensdruck haben, ist das aber wahrscheinlich die kleinste Sorge. Das dauert ja richtig lange, ne? Jetzt gucke ich 0. Zack. Alles richtig gemacht. So, erstmal, dass ich hier keine an der Nadel verletze. Und du hast da gar keinen Stress mit? Nö. Wie viele Spritzen hast du dir bis jetzt schon so reingehauen? Konnte ich dir ausrechnen, weiß ich nicht. Grob geschätzt? Warte mal, 10, plus die 7 Restdinger. 40? 40 Spritzen? 42? Boah. Vielleicht auch mehr. Also das ist jetzt unterer Rand. Der Und jetzt kommt noch Das eine. andere, genau. Das brennt ein bisschen, aber nur ganz kurz. Bup, das war's schon. Uiuiui. Aber das sind jetzt Hormonspritzen, ne? Ja, genau. Machen die Hormone irgendwas mit dir? Also merkst du das irgendwie körperlich oder psychisch oder so? Ich hatte so ein bisschen Schmerzen in den Brustwarzen beim ersten Mal, aber ansonsten hatte ich gar keine Probleme. Und da habe ich wirklich Glück. Also es gibt Frauen, denen geht es nicht so gut wie mir. Und es gibt auch Frauen, die haben tatsächlich auch so eine Art Überstimulationssyndrom. Das ist tatsächlich eine Komplikation, die du da kriegen kannst. Und je nachdem, wie schwerwiegend es ist, kann das sein, dass du wirklich ins Krankenhaus und teilweise auch auf Intensiv musst. Bevor Eva irgendwann die eingefrorenen Eizellen befruchten und wieder einsetzen lässt, will sie aber versuchen, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Sie ist sich völlig bewusst, dass Social Freezing keine Schwangerschaftsversicherung ist, sondern lediglich ihre Chancen erhöhen kann. Dass es aber manchmal so dargestellt wird, vor allem im Internet, das findet sie kritisch. Ich habe während meiner Recherche auch Kontakt zu Menschen, die schlechte Erfahrungen mit Social Freezing gemacht haben. Ich finde eine ganze Community von enttäuschten Frauen, die ihre Entscheidung, ihre Eizellen einfrieren gelassen zu haben, bereuen. Eine Frau, die hier anonym bleiben will, erzählt mir, dass sie rund 20.000 € ausgegeben und sich am Ende keine einzige Eizelle befruchten lassen hat. Eine andere Frau ist davon ausgegangen, dass sie nur eine Runde Social Freezing machen muss, um die gewünschte Menge an Eizellen entnehmen zu lassen. Letztendlich musste der Vorgang aber 4-mal wiederholt werden. Viele Frauen, die negative Erfahrungen gemacht haben und mit denen ich gesprochen habe, haben sich zu Beginn von Seiten wie diesen hier beeinflussen lassen. Eizellen einfrieren. Kinder dann, wenn du bereit bist. Durch Social Freezing bestimmen sie den Zeitpunkt für ihre Schwangerschaft. Social Freezing gibt jungen Frauen die Möglichkeit, eine Schwangerschaft in die Zukunft zu verschieben und sich dennoch die guten Schwangerschaftsraten des jungen Alters zu bewahren. Social Freezing bietet dir die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt für dein Wunschkind ist. Vor allem, wenn auf Websites nicht genau über Wahrscheinlichkeiten und Risiken aufgeklärt, sondern diese vielleicht nur angerissen oder gar nicht erwähnt werden, das sieht Dr. Giovanni Rubeis kritisch. Hallo Herr Rubeis, können Sie mich hören? Er ist Medizinethiker und forscht seit über 6 Jahren zu Social Freezing. Also die Kinderwunschkliniken müssen spätestens, wenn sie in die Sprechstunde kommen, sie über alle Faktoren und das heißt auch über alle Risiken aufklären. Spätestens da hört dann die Schönfärberei natürlich auf. Aber
so gesehen sind sie dann ja schon mal da und dann ist schon der erste Schritt getan. Unter dem psychologischen Aspekt, dass sie dann diesen Schritt in diese Klinik ja schon getan haben, dann sitzen sie vor Ort und dann ist es natürlich eine ganz andere Situation, als wenn sie zu Hause vom Laptop sitzen und sich durch diese Seiten durchklicken. Kinderwunschkliniken können viel Geld an Social Freezing verdienen, weil Patienten und Patientinnen jeden Cent der Behandlung selbst bezahlen müssen, wenn Eizellen einfrieren nicht medizinisch notwendig ist, wie zum Beispiel bei einer Chemotherapie. Aber es muss sichergestellt sein, dass Frauen diese selbstbestimmte Entscheidung tatsächlich auch treffen können. Dazu gehört, dass sie voll informiert sind, dazu gehört eine gute Aufklärung und dazu gehört die Abwesenheit von äußerem Druck oder indirektem Zwang. So ein indirekter Zwang könne zum Beispiel durch Führungskräfte ausgeübt werden. Konzerne wie Apple oder Facebook zum Beispiel haben vor ein paar Jahren Schlagzeilen damit gemacht, weil sie ihren Mitarbeiterinnen in den USA Social Freezing nahegelegt und die Kosten der Behandlung übernehmen wollten, damit sie Karriere und Kinder unter einen Hut bekommen können. Es sollte nicht die Aufgabe der Medizin sein, genuin soziale, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein gesellschaftliches Problem. Bei Eva steht dagegen ein stabiles Familienleben mit passendem Partner im Vordergrund. Deshalb wartet sie noch auf den richtigen Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen. Heute hole ich Eva zu Hause ab. Seit unserem letzten Treffen sind 10 Tage vergangen. Ich darf sie heute zur Eizellentnahme, also der Follikelpunktion, begleiten und bei der Operation dabei sein. Ich wünsche mir mindestens so viele wie letztes Mal, das waren 7. Okay, also mindestens 7. Mindestens 7 heute, okay, ja, perfekt. Genau. Na, sonst bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ja. Für diese Runde hat sie noch ein zusätzliches Medikament genommen, damit möglichst viele Eizellen heranreifen können. Vor genau 36 Stunden hat sie sich dann ihre letzte Spritze gesetzt, um ihren Eisprung auszulösen. Mittlerweile fühlen sich die Besuche für sie hier schon wie Routine an, sagt sie. Ich glaube, ich bin tatsächlich gerade aufgeregter als du vor der OP. Weil du bist da so entspannt und gelassen. Ja. Ich meine, ist ja schon Runde 3 jetzt auch. Genau, ist Runde 3. Und hoffentlich letzte Runde jetzt. Ja, mal sehen. Ich muss danach mal in mich gehen, ne? Ob ich mir noch einen Zyklus leisten will, auch was meinen Körper betrifft natürlich. Obwohl ich das alles ganz gut vertrage, es ist ja trotzdem eine Belastung für den Körper und du steckst ja nicht drin, es gibt ja keine Langzeitstudien, du weißt ja nicht, keine Ahnung, was in 10 Jahren vielleicht dann doch ist. Deshalb, man überlegt sich das schon. Kurz vor der Operation steigt die Nervosität dann aber doch noch ein bisschen. Wenn nur 3 oder 4 reife Eizellen dabei wären, wäre es für Eva ziemlich enttäuschend, sagt sie. Für mich ist das ja alles aufregend. Die Vorstellung, mir selbst bei einer solchen OP Eizellen entnehmen zu lassen, macht mir gerade noch ein mulmiges Gefühl. Obwohl bei einem solchen Eingriff die Risiken statistisch gesehen super gering sind. Schlaf schön, Eva. Gute Nacht, ihr Lieben. Wir passen die immer ganz gut auf. 10 Minuten sind sie dann weiter. Dann kommt der Ultraschall. Da sieht man jetzt halt hier so eine Führungshülse, damit ich genau gleich sehen kann, wo ich bin. Mit einer Nadel werden jetzt die Eizellen abgesaugt. Der Behälter kommt jetzt sofort ins Labor und es wird geschaut, wie viele Eizellen entnommen werden konnten. Das alles hier wiederholt sich ein paar Mal. Die Eizellen kommen jetzt erstmal in den Brutschrank, um sich zu erholen. Und auch Eva darf jetzt erstmal in Ruhe aufwachen. Sie haben 11 Stück punktiert. Geil. Super, ich freue mich. Das ist gut, ne? Ich bin jetzt gespannt, wie viele davon reißen, aber 11 ist echt gut, ich freue mich. Hast du ein gutes Gefühl? Ja. 11 hört sich jetzt zwar viel an, die Zahl ist allerdings noch nicht ausschlaggebend. Es muss nämlich erst noch untersucht werden, ob und wie viele reife Eizellen dabei sind. Denn nur das zählt, weil ansonsten keine Befruchtung stattfinden kann. Im Labor wird deshalb genau das jetzt überprüft. So sieht übrigens eine unreife Eizelle aus. Und so eine reife. Die reifen Eizellen werden jetzt in flüssigem Stickstoff kryokonserviert, also bei minus 196 Grad Celsius gelagert. Zurück bei Eva warten wir zusammen aufs Ergebnis. Jetzt bin ich total gespannt, wie viele reif sind. Ich auch. Ist das dann so der spannendste Moment gleich? Ja, na klar. Ich meine, darauf arbeitest du hin, ne, die ganze Zeit. Deshalb machst du das alles. Also es hat sich jetzt immer um 2 gesteigert. Beim ersten Mal 7 punktiert, 5 reif, dann 9 punktiert und 7 reif. Und jetzt sind es 11 und wer weiß.
Eva wünscht sich, dass heute mindestens 8 reife Eizellen eingefroren werden, damit sie insgesamt auf 20 kommt. Ich habe gute Nachrichten. Es sind 9 Stück eingefroren. Yeah. Super, oder? Immer 2 Stück mehr. Super cool. Nee, das ist echt super. 9 Stück, das heißt, wir haben jetzt 21. Ja. Für Eva bedeutet das keine weitere Runde mehr. 9 Stück. Yeah. Toll, ne? Hammer. Ja, Cool. super. Sauber, läuft. Die eingefrorenen Eizellen sollen allerdings als goldene Reserve dienen. Wenn Eva schwanger werden möchte, dann soll sie es erstmal so, also ohne Hilfe versuchen. Eine Woche später bekomme auch ich mein Ergebnis. Mein AMH-Wert wurde ausgewertet. Das Ergebnis vom AMH-Test in Kombination mit den gezählten Eibläschen kann ein Gefühl dafür geben, wie viel Aktivität in meinen Eierstöcken zu erwarten ist. Also ob und wie fruchtbar ich bin und wie aufwendig eine Stimulation werden könnte, wenn ich mich für Social Freezing entscheiden würde. Und dieser Wert ist bei Ihnen gut. Welche Überraschung. Das hätte ich anders erwartet. Sehr gut, okay. Das heißt also, ich bleibe bei meiner ersten Einschätzung, dass man, wenn man bei Ihnen Eizellen entnehmen möchte zum Einfrieren, das mit 1 oder 2 Behandlungszyklen schaffen kann. Dr. Hahn sagt generell, je früher man Social Freezing durchführt, desto besser. Allerdings ist Social Freezing eine Technologie, die vor allem von Menschen genutzt wird, die sich nicht mehr im idealen Alter dafür befinden. Oft werden Frauen von Werbung fehlgeleitet. Es steht der Vorwurf im Raum, dass die Hoffnung der Patientin ausgenutzt wird, um Geld zu verdienen. Ich spreche Dr. Hahn darauf an. Dagegen wehre ich mich natürlich. Es ist tatsächlich so, zumindest meine Wahrnehmung, das ist nicht ein Geschäftsmodell, was von den Reproduktionsmedizinern in den Markt getragen wurde, sondern es wurde nachgefragt und irgendwann hat man auf die Nachfrage dann reagiert. Also es ist Medizin auf einem sehr hohen Level und das kostet nun mal Geld. Das ist gar keine Frage. Wenn man das sorgfältig machen will, mit allen entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, Netz und doppeltem Boden, im Interesse der Patienten, dann kann man das nicht zum Nulltarif anbieten. Bei meinem Gespräch mit Dr. Hahn habe ich mich gut aufgeklärt gefühlt. Aber schwarze Schafe gäbe es immer, sagt er. Das Thema Fruchtbarkeit schiebt man in seinen 20ern gerne mal vor sich her. Ich auch. Ich kann mir vorstellen, Kinder zu bekommen. Wann und wie, das weiß ich aber noch nicht. Obwohl jetzt der richtige Zeitpunkt für mich wäre, Eizellen für später einfrieren zu lassen, habe ich für mich entschieden, es vorerst nicht zu machen und meine biologische Uhr erstmal normal weiterticken zu lassen. Abgeneigt bin ich aber trotzdem nicht. Allerdings gibt mir die Vorstellung, mir viele Hormone in hoher Dosis über einen längeren Zeitraum zu spritzen und nicht zu wissen, ob und was es für Spätfolgen für mich geben könnte, ein mulmiges Gefühl. Ich kann aber auch jede Person verstehen, die sich für Social Freezing entscheidet, weil Kinderplanung letztendlich eine der persönlichsten Entscheidungen ist, die es gibt. Wichtig ist einfach, dass wir anfangen, in unserer Gesellschaft mehr und intensiver über die weibliche Fruchtbarkeit zu sprechen und das Thema zu enttabuisieren, damit jede Person den richtigen Weg für sich finden kann. Egal, ob ein Kinderwunsch da ist oder eben nicht. Wie ist das bei euch? Habt ihr euch schon Gedanken um eure eigene Fruchtbarkeit gemacht? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Und ich habe euch jetzt noch einen Film von Trudoku verlinkt. Da geht es um Sabina, die mit 17 Jahren rausfindet, dass ihr Vater eigentlich nicht ihr biologischer Vater ist, sondern ein Samenspender.